Hallo und ein herzliches Welcome back. Im letzten Part haben wir mit ansehen müssen, wie Danny, ich finde, eine Fehlentscheidung getroffen hat. Und das würde ich gern jetzt mal mit ihm besprechen. Hello. Glad I got to use her today. My girl here. Du scheinst die Waffe sehr zu mögen. Es ist ziemlich abgelegen hier. Ihr habt eine Molkerei mit nur einer Kuh, na wahrscheinlich haben sie die restlichen schon töten müssen. Seine Besessenheit mit der Waffe macht mir auch ein bisschen zu denken gibt es mir. You really like that gun. What's not to like? Es ist nur eine Waffe. It's just a gun. That's where you're wrong. This is Charlotte. She's as faithful as a starving hound when you got a bone in your pocket. Danny ist ein Misstrauen. Ja, ich bin es auch. Also das kann er ruhig auch sehen und bemerken. So, es ist ziemlich abgelegen hier. You guys are pretty out in the sticks here. Hard to find. You get many visitors? Not anymore. Bandits, of course. Used to get these school kids on tours back before the dead time. Das ist wiederum nett. Ich kann mir die Antwort auf diese Frage jetzt schon denken. How do you run this place with just one cow? Used to have more. They get hungry too. Or sick. Got your doctor friend here now, though. You guys must trade for a lot of fuel to keep the generators running, right? People get hungry, and a few loaves of bread fetch a high price. Y'all are luckier on this side of the deal now. I'm gonna go wait for supper then. It'll be a good one. Okay. All fixed. That should make everyone happy. Jo, würde ich auch sagen. Ich weiß nicht, soll ich mit der noch reden? Ja, ein paar Sachen würde ich gerne noch abklären. Die Frage ist jetzt nur, ob ich die Fragen auch stellen darf, die was mich interessieren. Wie geht es mit Mark da drin? Warum bist du hier draußen, anstatt zu kochen? Okay, das ist jetzt okay, die Frage würde ich am liebsten sofort stellen. Aber zuerst frage ich mal nach Mark, würde mich natürlich auch interessieren. How's Mark doing in there? Best patient I ever had. Oh, my boys get so much as a scratch and start hollering. He could definitely teach them a thing or two about being tough. I'd still like to check on him. You're gonna have to trust me on this, Lee. I've helped stitch my share of wounds. I know what I'm talking about. Warum? Okay, die Frage will ich jetzt nicht unbedingt stellen, aber ich frage mal... Ja, also beziehungsweise sage ich hier, dass wir Probleme hatten. I was just glad you two weren't hurt. Those bandits just don't know when to quit. But my boys, they can hold their own. Before she died, we met a woman out there at her camp. She wasn't one of those bandits. Sounded like they did something pretty bad to her. And your marauders are still out there. I think all them folks out in the woods had drug problems. What does that have to do with anything? Means you can't trust them. Any of them. Ich glaube, das war jetzt ein Griff ins Klo. Beziehungsweise war das jetzt ein bisschen abweisend. Aber gut. Warum kochst du nicht? Not to be rude, ma'am. How come you're out here instead of, you know? Oh, you want to know why I'm not slaving away in the kitchen? Is that it? No, I didn't mean for it to sound like that. Oh, it's okay, darling. Got it slow cooking in the oven. Should be ready before too long. Think I'll go have a look around. Kinda peaceful out here, ain't it? Enjoy it while you can. You'll probably start hearing those monsters frying against the fence before too long. Ich hoffe mal nicht, dass es mein Freund ist. Der was gemütlich im... Naja, gut, da will ich gar nicht dran denken. Werkzeugkasten.
Was haben wir denn da drin? Oh, ein Multitool. A multi-tool. That should be handy. Coole Sache, das nehmen wir auf jeden Fall mit. I'm just gonna borrow this for a second. Könnte auf jeden Fall noch nützlich sein. So, was haben wir hier? Da haben wir nur wieder den Zaun. Was haben wir hier? I guess Mark and I were lucky we weren't touching this thing when it came on. Okay, das hatten wir schon mal. Den Generator brauche ich mir nicht nochmal ansehen. Aber zuerst würde mich jetzt mal interessieren, um was es eigentlich bei dem Streit ging zwischen den beiden wieder mal. So. Hey, so what happened at the camp? Did you guys find any more of those guys that hurt Mark? Danny hat jemanden erschossen. Wir haben... We found a tin and some boxes. Nothing really useful. Seriously? No food? Jesus. Ich wollte ihr jetzt nicht sagen, dass Danny jemanden erschossen hat, weil dann... Ich kenne die beiden ja mittlerweile. Und wenn ich denen jetzt gesagt hätte, dass der jemanden erschossen hat, würden sie entweder irgendwelche Vermutungen anstellen, also so von wegen, der ist gewalttätig, oder es könnte natürlich auch sein, dass sie jetzt gefragt hätten, ob es ein Bandit war. Wenn der nämlich einen Banditen erschossen hätte, wären sie, glaube ich, ganz glücklich gewesen. Aber das würde mich jetzt am meisten interessieren. Warum hat sie sich jetzt mit Kenny schon wieder gestritten? What were you and Kenny arguing about when I came back from the camp? He's losing it, Lee. He comes over and starts talking about searching the barn and that these people are hiding something. But you told him to mind his own goddamn business, right? We are guests here, and we don't need to be overstaying our welcome more than we already are. The way I see it, we just need to skip the dinner and get our food to go. But I'm starting to think your friend over there has another agenda. Das Problem, ich habe auch so das Gefühl, dass die irgendwas verheimlichen. Das ist... Oh Mann. Hey, can I talk to you in private for a second? Okay. It's been 3 months. Your dad still treats me like I'm some kind of asshole. Yeah, well, don't expect that to change. That's just how he is. Er ist also ein Arschloch. How do you put up with him? Look, my dad can be an ass sometimes, I know that. But he's not a bad guy. He's got a lot of pain. He's been through so much, and lost pretty much everything. And it's hardened him, you know? Yeah, he's bitter and hateful, but that's all just to protect himself. And me. All he's got left in the world is me. And that goes both ways. So yeah, he's probably gonna keep treating you like crap, but that's just because he still has one thing left to care about. So don't judge him. And don't judge me for sticking by him. He's my dad. And I love him. Das wiederum kann ich nur zu gut verstehen. Aber gut, hast du nicht auch das Gefühl, dass hier irgendwas läuft? Gute Frage. Do you get the feeling something's going on here? What makes you say that? What exactly happened at the camp? It's nothing. Don't worry about it. Paranoia just getting to me a little bit. I know what you mean. These backwoods people always give me the creeps. If you ask me, we should just get our dinner and leave. Come on now. We don't want to be rude. I'm gonna go check things out. Just don't get too nosy. These kinds of people are usually pretty protective of their privacy. Yeah, and we don't need you poking your nose where it don't belong and getting us thrown out in our asses. Also, Hinterwäldler, schön und gut, aber... Ich hätte ihr vielleicht doch erzählen sollen, dass Danny da drinnen, also im Wald, jemanden erschossen hat. So, gucken wir mal. No. It's okay, Clementine. You can pet her. It's okay, go ahead.
Katja says Mabel could have her baby tonight. We'll see, Clementine. What's this thing? Daddy said it's called a salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. Did you lick it? I don't know. Ja, das beantwortet mir fast jede Frage. So, erstmal mit denen reden. Ach, stimmt ja, ich habe ja die... stimmt ja, ich habe ja die Cappy. Here, Clementine. My hat! You found it! I knew you'd find it. You said you would. Listen, did you give your hat to anyone? No, Did you see any strangers around the motor inn who might have taken it? no. Why? It's probably nothing. Just let me know if you ever see anything like that. Okay, I will. Hey, Lee. Do you think you'll ever have kids? Ja. I'd like to someday. Maybe a little girl like you. That's nice. You'd be a good daddy. Well, thanks for finding my hat. You're welcome, Clem. Do you want to pet the cow with me? Nah, but you go on ahead. Oh Mann. Ach, ich könnte mich... Oh Mann. Also, ohne Mist, würde ich wissen, dass ich eine Tochter bekäme wie Clementine, ich wäre... ich weiß, es dauert 9 Monate, aber ich wäre morgen schon Vater. Alter, ich finde die so Hammer. Gucken wir uns mal die Kuh She an. looks skinny. Ja... Und schwanger. Have I Duck. missed anything? No, not really. It smells funny in here. Like duty. Kids? Ja, es sind halt Kinder, Leute. Das ist doch Witz. Also, ich wette mit euch, einige von der Community, also von YouTube, ich rede jetzt von der YouTube-Community, also nicht von meinen Zuschauern, also nicht von euch, ihr seid ja, also ihr seid ja alle erwachsen. Aber ich kann mir gut vorstellen, einige von der Community finden das zum Schreien. Okay. Hey there, Andy. Yeah? So, wie geht's der Kuh? Wann glaubst du, können wir essen? Danny und ich haben eine... Ich frage erst nach der Kuh. How's the cow? Well, better now we got Doc on the case. Wann glaubst du, gibt's was zum Essen? Nee, ich muss erst das mit der Frau fragen. We met this woman up in the woods. She seemed to know your brother. Yeah, he probably talks a little more than he oughta. Warum habe ich nun das Gefühl, dass die irgendwie irgendwas mit Drogen zu tun haben? When do you think, we might eat? Hungry, huh? Don't worry. Mama's cooking up some good grub. Thanks. Yep. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Gut, gucken wir uns erstmal die Stelle an. Okay, hier gibt es aber eigentlich so gut wie nichts. Das heißt, wir können wieder zurück. So, der nächste. Oh, guck mal an. Was haben wir da? Was? Ach so, das ist so ein Leckstein. Okay, aber ansonsten... I want to play in the hay. Just stay close to your mom for now. Okay. I want to play in the hay. Ja, ist ja gut. Just stay close to your mom for now. Okay. Okay.
wenn man da sowieso immer nur dasselbe bekommt, könnte man das ja auch irgendwie so einrichten, dass man das nicht unbedingt jedes Mal anklicken kann. Oh, guck mal an, was wir da haben. Da haben wir auf jeden Fall die Kisten, die was wir auch im Lager gefunden haben. Empty. Aber leer. So wie im Lager. Bevor ich jetzt da durch die letzte Tür gehe, schaue ich mir erstmal noch die anderen Ställe an. Oh, guck mal an. Was haben wir denn hier? Eine Schubkarre. Das ist doch so ein Infusionsbeutel. Was steht da drauf? Kann ich leider nicht lesen. Looks like a bunch of old dirty clothes. Ooh, smells pretty foul. Ja, aber diese Infusionsbeutel, die machen mich... Also, die würden mich doch ein bisschen interessieren. Weil was machen Farmer einer Molkerei mit Infusionsbeutel? Das ist schon ein wenig seltsam. It's a feeding trough. Na gut, das heißt also nichts Besonderes. Außer ein Futterdruck. So, schauen wir uns den letzten noch an. Bevor wir versuchen, nach hinten draußen rauszugehen. So, hier haben wir wieder nur ein Foto. Just some fence posts. Zaunpfähle. Könnte noch hilfreich sein. So, na dann gucken wir mal da nach hinten. You found it too, huh? Lee, they're hiding something behind this door. I got a quick look. They got boxes of stuff and something metal and sharp. Don't get paranoid. It's my job to be paranoid, Lee. I got my whole family on this farm right now. How about you? What about Clem? I'll protect her no matter what. I know you will. Look, that guy with Katya, what's his name? He locked it up real tight the second we came in. I definitely heard a noise back there, Lee. What? My point is, we gotta know for sure. So go find a hammer or something and I'll have this thing off in a second. You back me up in case them farmers come running. Hang on, man. Think this through. You smashed the lock. Then what if it turns out you're wrong? You just fucked your chance to get a good meal in those kids you're trying to protect. Use your head, Kenny. All right, Professor, what'd you have in mind? Let me have a look at what we're dealing with first. Wir könnten doch die Schrauben mit dem Multitool aufschrauben. Hey, Lee, you know how to pick a lock, right? No. Why would you say that? Well, you're, you know, urban? Oh, you are not saying what I think you're saying. Jesus, man, I'm from Florida. Crazy shit just comes out of my mouth sometimes. Sorry. What? See those screws? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly, have a peek inside, and then replace it all again like nothing ever happened. All right. Sounds like you got a plan. I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow. Andy. Shit, I thought that was Danny. Whatever. Can I help you boys find something? Kenny thought he heard a noise. He's a little jumpy, huh? Well, we're all sure glad his wife is here. She's a lifesaver. You got no idea. Hey, do me a favor. Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, Mama gets nervous. Andrew, I need your help again. No problem. Right away, Doc. Am liebsten würde ich ja... Ach Mann, was... Any thoughts on how to distract Andy? I don't know, man.
Just look for something outside of the barn. We need him out of here. I picked up something I think could help with the lock. All right, good to hear. Die Frage ist jetzt, wie lenken wir den Typen jetzt ab? Warte mal, vielleicht hat er jetzt eine andere Idee. Thoughts on how to distract Andy? I don't know, man. Just look for something outside of the barn. We need him out of here. Ja, die Frage ist nur wie. Ich werde noch mal kurz mit dem reden. Probebereiter Werkzeug, das werde ich sicher nicht fragen. Denn er erwähnte, dass er etwas braucht. Ich versuch's mal mit Ehrlichkeit. Ich will die Leute nicht so betrügen, deswegen frage ich erstmal. Why do you lock that door? Because we can't afford to lose our shit to the people in the woods. They come down here every once in a while and raid our stuff, even with the fence. Okay, ich weiß nicht, soll ich das fragen, weil es stimmt ja nicht. Ich werde mal... Alrighty warte then. mal. Weil wenn ich dem jetzt sage, dass Danny was braucht, dann ist er wahrscheinlich schneller zurück, als mir lieb ist. So, how does a woman like yourself run this whole place? Oh, I managed just fine. Plus, I had my boys to help out. I couldn't do it without them. Vielleicht kann sie ihn ja ablenken. Vielleicht mit einem kleinen Flirt? What's going on, Lee? Did something happen? Kenny thinks they're hiding something. I'm not sure what exactly, but we're starting to get a feeling about this place. I don't know. Maybe we should go have a look in that barn. Whatever you do, just be careful. After what Kenny told me, I'm starting to think they may be trying to hide something. You two are just asking for trouble. But if you insist on wandering around, I'd be careful, Lee. I'm gonna go check things out. Watch yourself, Lee. Ja, aber du hättest sie ja fragen können, ob er ihn vielleicht irgendwie ablenken könnte. Warte mal. Looks like a feeding station for the cow. Wäre natürlich jetzt... Warte mal, was haben wir da hinten? Having a crop like that on hand must be great. We're gonna need to learn how to maintain it if we end up staying here. Ach, okay, das sind Felder. Gut, hab's verstanden. Hier haben wir überall Heuballen. Feuer legen wäre, glaube ich, die schlechteste Idee. Ich könnte jetzt natürlich... I'm glad Andy knows how to fix this if something goes wrong. I'm clueless about this stuff. Wir könnten natürlich jetzt den Generator irgendwie manipulieren. Aber ob das so eine gute Idee ist? Weil dann dann sind wir eigentlich ungeschützt. Guess I'm gonna need a screwdriver for this. There you go. Das könnte wehtun. Ow, damn it! Thing is moving fast. Ob das eine gute Idee ist? Oh Mann. Ow, damn it! Thing is moving fast. Okay, dann drehen wir erstmal das ab. Dann... That thing is on too tight for my bare hands. Okay, dann doch mit dem Multitool. Ich habe irgendwie gerade extrem Schiss, was ich hier mache. There, that should do it. Ja, aber steck doch den Ding... Steck doch... Ja. Fucking Danny, where'd he find this piece of shit? Oh, fucking thing through a belt.
damn it all. Ah, son of a... Fuck! Oh, this take forever. Okay, er ist weg. Was No haben wir hier? mail coming in or out these days. At least they don't have to worry about bill collectors anymore. Ja, da hat er nicht ganz unrecht. So. Wenn er jetzt abgelenkt ist, würde ich sagen, schauen wir in die Scheune. Und was uns in der Scheune erwartet, das sehen wir dann im nächsten Part. Bis dann und tschüss.